Hängen liebe Leute. Heute wollte ich euch mal was zu den Mulchbeeten erzählen. Und zwar habe ich hier unten eine recht große Fläche. Das ist eigentlich eine Wiese gewesen. Hier habe ich jetzt eigentlich Pappe ausgelegt, beziehungsweise erstmal gemäht. Pappe ausgelegt, dann habe ich ein bisschen Humuserde schon mal drüber gemacht, dass ich schon mal ein bisschen was Edles zum Anpflanzen habe. Und bin jetzt gerade dabei, hier noch den Rasen weiter zu mähen, um das Ganze dann auch schon abzumulchen, dass die Erde jetzt nicht zu trocken wird. Jetzt haben wir auch irgendwie gutes sonniges Wetter, da wird das auch relativ schnell trocken und das ist dann so wie eine gute Heuschicht. Über den Herbst werde ich dann noch schauen, dass ich auch noch Pferdemist oder anderen Mist, vielleicht auch von Schafen oder so bekomme und noch eine weitere Rasenschicht eigentlich auflege, wenn mal wieder gutes Wetter ist. Dann ist hier erstmal sehr viel, sind hier schon relativ viele Nährstoffe drin, die auch langsam in den Boden abgegeben werden können. Plus die Rasenkante hier unter der Pappe, die wird halt dann auch abgebaut von den Lebewesen, so wie den Regenwurm. Also hier ist nochmal eine andere Variation von einem Mulchbeet. Das habe ich vor circa 3 Monaten angelegt. Da habe ich in dem vorderen Bereich hier in Richtung Süden noch Steine hingelegt. Die erwärmen sich natürlich ganz gut durch die Sonne und geben in der Nacht auch nochmal wieder Wärme ins Beet ab, was die Pflanzen auch ganz gerne mögen. Und man sieht hier eigentlich, wie schnell das auch geht. Ich habe es tatsächlich vor 3 Monaten angelegt, einen Monat ruhen lassen. In der Zeit wurde schon tatsächlich relativ viel umgesetzt in der Erde. Und ich habe dann vorgezogenen Kohl hier gepflanzt und man sieht ja, wie gut der sich hier entwickelt. Da kann ich dann auch nach 2 Monaten direkt schon mal den ersten Weißkohl hier ernten. Boah. Und weil das Ganze ja auch ein Mulchbeet ist, kann man dann direkt schon die unteren, etwas angefressenen Blätter einfach hier liegen lassen. Hier ist noch ein weiteres Mulchbeet, das ist auch nochmal eine andere Variante. Hier war auch relativ hohes Gras und Brennnesseln und alles mögliche, auch der japanische Knöterich. Das habe ich alles abgesenzt und hier erstmal aufgeschichtet. Man sieht das drüben auf der anderen Seite noch. Das hier ist im Prinzip die offene Variante davon. Also wirklich hier Stauden, alles mögliche an Gräsern und so weiter mit reingeschmissen, zum Trocknen hier hingelegt. Da wachsen jetzt natürlich schon mal wieder Sachen durch. Die werde ich dann noch entfernen. Und das ist jetzt so eine Idee von mir, eigentlich die Idee von einem Hügelbeet mit einem Mulchbeet zu kombinieren und erstmal erste Sachen schon mal aufzuschichten und dann eben die Pappe drüber zu schmeißen. Das kann man hier drüben noch sehen. Eben das Ganze mit Pappe zu verdunkeln, dass sich das Ganze auch gut zersetzt und dann nichts weiter von unten dann durchwächst. Und dann habe ich mir hier Erde genommen, die habe ich auch diesmal direkt hier, statt Humus zu kaufen, vom Feld genommen. Und fange jetzt hier auch an mit Gras, mit einer Grasschicht zu mulchen. Und eine weitere Variante möchte ich euch auch noch gerne zeigen. Das Mulchbeet ist allerdings auf einem anderen Grundstück und da laufen wir jetzt mal hin, beziehungsweise springen wir mal hin. Und hier seht ihr noch eine weitere Mulchbeet-Variante. Das ist eins der ersten Mulchbeete, die ich angelegt habe. Hier habe ich mir noch Birkenstämme organisiert, um das Ganze zu beranden und eben auch wieder Pappe ausgelegt, ein bisschen Pferdemist draufgeschmissen, ein bisschen Erde hier aus dem Garten und eine ordentliche Schicht Mulch. Und die Berandung hat hier eigentlich gleichzeitig mit die Aufgabe, auch nach und nach natürlich sich zu zersetzen und auch wieder Nährstoffe, Kohlenstoff hier in die Beete abzugeben. An einigen Stellen kann man es hier tatsächlich auch schon erkennen, dass hier der Holzwurm schon zugange ist. Das heißt, die Lebewesen, die helfen hier auch wieder. Ja, hier sieht man, dass es sich halt auch, die Pflanzen sich hier sehr wohl fühlen. Wir haben den Mangold in allen möglichen Farben. Der wächst hier auch schon seit 4 Monaten. Ernten wir den eigentlich regelmäßig, 2-mal wöchentlich fast. Haben hier auch ein paar Blumen mit drin, einen Spinat, einen mehrjährigen. Und einen Mais habe ich hier noch mit reingesetzt. Den sieht man hier hinten.
Die haben sich ja auch gut entwickelt, also auch für Starkzehrer, dadurch, dass ich auch Pferdemist mit drin hatte, eignet sich das hier ganz gut. Karotten hat nicht so gut funktioniert, da sollte man vorsichtig sein, das sollte man ein paar Jahre warten. Was sich noch ganz gut entwickelt hier ist der Kürbis, also hier ist ein Butternut-Kürbis auch drin. Der wächst hier auch in alle Richtungen. Also ihr seht, der Kürbis, der wächst hier schon sehr gut. Es gibt aber auch einen Ort, an dem der Kürbis noch besser wächst und den zeige ich euch beim nächsten Mal.